Guten Morgen. Moin! Der letzte Freitag ist angebrochen. Wir sind auf dem Weg zurück nach Playa, Kreisverkehr Blanca, zu unserem Stand-Up-Paddling-Kurs. Um 9:30 Uhr in der Früh, das heißt, wir sind um 7:30 Uhr aufgestanden. Ja, Rekord. ja. War das die schlimmste Nacht Boah. überhaupt? Mitten in der Nacht war erstmal so ein Katzenheulkonzert mit Katzenfurienkampf. Und das Bett hat mich wieder fertig gemacht, dieser Opferaltar. Boah. Mir hat die Hüfte so wehgetan, auf der ich gelegen habe, ne? Dieser Hüftknochen hier. Ich konnte nicht die halbe Nacht nicht mehr einschlafen. Also sind wir jetzt in Top-Verfassung. Wir waren gerade wieder im Leviathan. Levain? Ja. Und haben gefrühstückt. Da ist uns ein bisschen schlecht von, weil es einfach wieder über diese Teilchen so verdammt süß sind mit Creme. Ich nehme ab sofort nur noch irgendwas mit Früchten. Ja, aber selbst das, was ich hatte mit Frucht. Ja, aber da war ja mehr Creme als Frucht drauf. Da gab es ja auch noch so eine Nussecke, wo nur Frucht drin war. Angeblich. Ah. Schauen wir mal. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Erste Mal Stand-Up paddeln. Wir werden bestimmt ziemlich nass werden. Wahrscheinlich. Und ihr seid live dabei. Ja, hoffentlich. Wetter klart ein bisschen auf. Vielleicht kriegen wir sogar ein bisschen Sonne ab. Wasser wird trotzdem kalt, aber ey, das wird uns vielleicht motivieren, nicht ins Wasser zu fallen. Auf jeden Fall. Wir sind schon fast verschwunden unter dem Restaurant. So, wir sind jetzt hier, Playa Blanca, an der Sehenswürdigkeit der Stadt überhaupt. Oh mein Gott. Also, ich bin völlig fassungslos. Oh mein Wenn man Gott. sich die Google-Rezension durchliest, der Wahnsinn, ne? Also Ja. da hat man richtig Bock hinzufahren. Ja. Übrigens eine sehr schöne Cappy, die du drauf hast. Ja, ne? Seid ihr bereit, Freunde? Passt Achtung! auf. The Spoon in the Concrete. Der eingebetonierte Löffel. Ja. Geil. Richtig, also jetzt haben wir alles gesehen. Jetzt können wir gehen. Glücklich nach Hause fliegen. Ja. Ja. Was kommt jetzt? Review! Ah! Ja, wir sind raus aus der Stadt, aus dem Stand-Up-Paddeln, wieder mal satt gegessen, diesmal in der Marina, war sehr lecker. Rubicon, ne? Rubicon, genau. Ja, Stand-Up-Paddeln war richtig geil. Also für Bianca ist es genauso spaßig geworden, wie sie sich es vorgestellt hat. Ich hatte nicht wirklich eine Vorstellung, war daher sehr angenehm überrascht. Hat auch relativ gut geklappt, für mich zumindest. Also ich hatte den Bogen relativ schnell raus, zumindest was das Stehen angeht. Ja. Ab und zu war ich ein bisschen wackelig, aber im Grunde genommen Also die ist zum ganz Ende gut. hin habe ich mich aber auch sehr sicher gefühlt, Ja. muss ich sagen. Das ist durchaus eine Übungssache. Ja. Dann hat einem auch der Wind und Wellen haben einem dann nicht mehr so viel ausgemacht. Ja. Also es war echt eine schöne Sache. Es kostet 35 € pro Person, ist aber auch wirklich 1,5 Stunden lang. Also das hat sich nicht zu kurz angefühlt. Nein. Es wäre vielleicht schön gewesen, wenn man den Bogen dann am Ende so raus hat. Man dreht dann zwar nochmal einen Bogen komplett in diesem mit Bojen abgesperrten Bereich einmal rum, dass man dann vielleicht irgendwie nochmal loslegen kann so richtig.
Also das hätte ich mir gewünscht, nochmal richtig Gas geben, weil ich hatte immer Kinder vor mir, auf die ich Rücksicht genommen habe. Aber man kann sich natürlich auch jederzeit so ein Brett ausleihen, die Ausrüstung und auf eigene Faust das nochmal machen. Allerdings ist empfohlen, das morgens zu machen, um wirklich auf den Wetterbericht zu achten, weil eben es wird schwieriger, je windiger es wird und je später der Tag, desto windiger wird es. Und der Platz, in dem man das machen kann, ist auch eingeschränkt, wenn der Strand voller ist. Also dann darf man es wirklich in der Nähe des Strands gar nicht mehr machen. Aber auch unser wie heißt das, Lehrer, genau. Wie heißt das? Ich habe an das gedacht, was er hinten auf seinem Rücken stehen hatte. Da war irgendwie Instructor. Instructor, genau. Das wollte ich haben, das Wort. Der Maxi. Genau, der Maxi. Hat das wirklich sehr, sehr schön gemacht, spricht super Englisch, hat da viel Humor mitgebracht, super erklärt, sehr verständlich, alles gut gezeigt. Die Trockenübungen relativ kurz gehalten, dass wir sehr, sehr schnell ins Wasser konnten. Also hatten wir echt viel Zeit auf dem Brett. Er hat sich um jeden Einzelnen individuell auch nochmal gekümmert. Er hat wirklich geguckt, wer hat Probleme, wo muss er helfen. Und das lief wirklich reibungslos, muss ich sagen. Eins von den Kindern hatte im späteren Bereich ein bisschen Probleme. Er hat auch immer gesagt, wenn man nicht mehr kann oder Probleme hat, soll man sich auf die Brust legen, auf den Bauch legen und mit den Händen paddeln. Das hatte sie dann gemacht und dann ist er auch hingefahren und hat gefragt, ob er sie anketten soll. Dann hat er sie gezogen bis zum Strand zurück. Also eine echt schöne, runde Sache. Ja. Kann man auf jeden Fall weiterempfehlen. Die machen auch Kajakfahren. Die fahren auch zu diesem Museo Atlantico, was das einzige ist, wahrscheinlich, das ich vermissen werde bei unserem Lanzarote-Urlaub. Da haben wir uns dagegen entschieden. Wir machen ja noch Probetauchen am Tag, bevor wir abreisen. Und wir wollen es halt erstmal ausprobieren, bevor man sowas Heftiges macht. Weil das sind halt 12, 13 Meter, wo dieses Museum mit den Statuen unten ist. Das ist jetzt schon eine Herausforderung. Der Maxi meinte, das können Anfänger machen. Es gehört auch dazu, dass man... Also das Programm ist 4,5 Stunden ungefähr für rund 140 €. Ja. Und da sind so 2 richtige Tauchanfänger-Sessions dabei erstmal. Dass man sich anguckt, wie funktioniert das alles, dass man das raus hat. Und dann fährt man mit dem Boot zu diesem Museo Atlantico. 5 Minuten, das ist irgendwo im Bereich der Marina, genau. Und dann taucht man da eben runter und kann sich diese Statuen angucken. Sieht auf den Bildern ganz geil aus. Ich hätte es gern gesehen, aber hätte ich mir jetzt auch nicht zugetraut, so als jemand, der noch nie getaucht hat und der eigentlich auch gar nicht so viel Bock auf Tauchen hat. Die deutsche Bundeswehr ist auch hier. Perfekt. Nicht schlecht. Bitte schön. Wir fangen mit größerer Nummer an und arbeiten uns dann nach unten. Also ich bin jetzt Tauchlehrer seit 2000. Tauche seit 30 Jahren jetzt. Und so kurz zu meiner selbst. Ja? Ich habe Tauchen gelernt mit 10. Einfach mal durch die Nase einatmen. Super, reicht. Sag Luke, ich bin dein Vater. Das kommt später. Das hört sich tatsächlich so an. So für das Hochzeitskleid, dass du es weißt. Ja? Du hast doch keinen Sonnenbrand, oder? Gut. Nur im Gesicht. Das ist in Ordnung. Dann komm ich hin. Man kann ja nicht mit Brille da runtergehen und ich vertrage ja keine Kontaktlinsen. Aber zum Glück war so die Tiefe, in der wir uns bewegt haben, ich glaube, was war es, 12 Meter maximal beim zweiten Tauchgang. Da war die Sichtweite noch gut genug, dass ich es mit meiner Sehstärke alles sehen konnte ohne Sehhilfe. Mir tat das ein bisschen leid, weil ich hab da gar nicht drüber nachgedacht, dass du eigentlich voll der Blindfisch bist. Buchstäblich. Voll, ja, genau. Und er hat uns dann ja auch den Seeigel auf die Hand gesetzt und
Ich habe halt gesehen, wie du gezögert hast, weil du, glaube ich, gar nicht gesehen hast, was er in der Hand hatte, Doch, oder? weil ich es eklig fand. Ich Ach finde ja so. eigentlich alles, was im Meer lebt, mega eklig. Deswegen hatte ich auch immer Schiss, wo wir so über den Boden gewackelt sind mit den Fingern, Händen, ja. dass ich dann in irgendwas reingreife, weil die Fische sind ja teilweise auch in den Sand eingebuddelt. Ja, aber das war echt cool. Also ich fand's halt super angenehm, weil wir wirklich anständig in die Hand genommen worden sind und weil man sich schon Zeit für uns genommen hat. Ich kann nur sagen, ich fand, der Götz hat das wirklich richtig gut gemacht und ich habe für mich wirklich mitgenommen, dass das eine ganz eigene Welt ist und hatte am Anfang sehr, sehr viel Respekt davor, aber mir hat es auch wirklich unfassbar viel Spaß gemacht. Einfach unfassbar viel gesehen. Wir hatten die Seepferdchen, die kleinen Fische, die sich eingebuddelt haben, ein bisschen was Größeres, Fischmäßiges, den Seeigel. Also es war schon, es war einfach beeindruckend. Ich fand's toll. Mir hat es sehr gut Ich gefallen. finde es schon geil, so diese Schiffswracks zu sehen, die dann irgendwo auf, 30 Meter Tiefe liegen oder halt auch dieses Museum mit den Statuen unter Wasser. Ja. Das fixt mich schon an sich an. Na, schau. Ja, Vielleicht wird das noch was. schauen wir mal. Ein paar Sessel, die werden eigentlich nur als Leergutablage genutzt. Toaster, der sehr viel genutzt wurde. Wir haben uns jeden Tag ein Bimbo gegrillt. Und hier oben sind übrigens auch 2 Decken, weil es hier so arschkalt drin ist.